Aber mich fuckt es halt total ab, dass sie so schneeweiß sind. Also komplett ohne Konturen. Es ist einfach schneeweiß, sodass es für mich halt aussieht, wie ich es im Video schon gesagt habe, ja, wie ein Anzeigefehler. Also, wenn du jetzt das Game neu startest und Channel 1 Flowers bist, dann werden die ganzen Charakter nicht alle auf einmal geladen, sondern erstmal siehst du nur so weiße Boxen und dann nach und nach lädt alles rein. Also außer du hast einen sehr guten PC oder so. Aber ich glaube, das hängt nicht damit zusammen, dass es ein Browser-Game ist. Also egal. Auf jeden Fall verstehe ich halt nicht, warum sie es ein bisschen noch halt dunkler gemacht haben. Also, oder goldweiß. Also dieses Schneeweiße sieht irgendwie echt nicht gut aus. Also damit haben sie die ganzen Skins oder vor allem die Skins, die jetzt so, also der Bow ist halt schlimm, weil der gefühlt 50% einfach nur weiß ist. Und ich glaube Stick und Big Axe, Stuff und Big Axe, genau, weil da halt, ja, der riesige Stab halt ist, der auch schneeweiß ist. Check halt nicht so ganz, wer das abgesegnet hat. Die haben schon Potenzial, haben sie auch. Also ich hoffe einfach, dass sie es vielleicht nochmal überarbeiten und denen noch ein bisschen Konturen reinmachen, damit es nicht so komisch aussieht. Wie so ein halber Anzeigefehler sieht es aus bei manchen Waffen. Aber ich denke mal, die werden trotzdem weggehen wie warme Semmeln. TBH. Hat wohl eine Zeitreise aus dem Jahr 206 und scammt sich gemacht. Und dachte, er kommt damit durch. Dreckiger Scammer. Sicht es? Wir haben ja heute ein Update bekommen, ne? Haben wir irgendwas gratis bekommen? Also, not gonna lie, braucht man auch nicht zwingen, ne? Ich sag's einfach nur. Haben wir irgendwas gratis bekommen? Just asking for a friend. Nee, oder? Es kam einfach ein Update und ganz normaler Tag wie der andere, oder? Wisst ihr, was Flive PC bekommen hat? Ein Code. Ein Valentine's Code. Mit seelengebundenen Items. Weil sie uns appreciaten zum Valentinstag. Haben sie uns quasi einen Liebescode geschickt. Wo wir Items bekommen. Flive Universe haut ein Content-Update raus und Valentinstag. Und wir kriegen absolut gar nichts. Nichts. Gar nichts. Crazy. Tut richtig weh. Aber wie gesagt, wenn Flive PC jetzt keinen Code rausgehauen hätte, hätte ich auch gesagt, wir brauchen noch nicht unbedingt einen. Aber es tut halt irgendwie immer so weh, wenn das eine Spiel das macht und das andere nicht und beide gehören der gleichen Firma. Dann kommt man sich halt schon ein bisschen verarscht vor, so. Als ob es denn jetzt geschadet hätte, wenn sie uns einen 5 Upcut Stones und einen Ampli geschenkt hätten oder so. Einfach eine Kleinigkeit. Muss ja nichts Großes sein. Crazy ist auch, dass man sich das erste Haus, also bei Flive PC war es auch so, bei Flive PC war es eher ein Zimmer, kein richtiges Haus, aber gut, ich meine, das Housing-System von Flive PC kam halt 2010. Kann man jetzt auch nicht ganz vergleichen vielleicht. Aber das Krasse ist halt, dass du bei Flive PC einfach so, jeder hatte standardmäßig ein Zimmer und wenn du dir keine Möbel leisten konntest oder halt keine Möbel aufgestellt hast, dann war es halt einfach ein leerer Raum. Aber du konntest halt trotzdem da drin chillen. Safe 2010? Glaube schon, ja. Das kann nicht sehr viel später gewesen sein. Vielleicht auch 2009, vielleicht sogar früher. Spätestens 2010 hätte ich gesagt. Kam das Housing-System in Flive. PC. Also schon über eine Dekade her. Also wäre jetzt nicht ganz fair, wenn man das vergleichen würde, weil das ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und so oder so hattest du halt zumindest einen leeren Raum, wo du halt chillen konntest, was nicht wirklich was gebracht hat, weil wie gesagt, war ein anderes System und so, pipapo. Aber bei Flive Universe ist es jetzt sogar so, du hast nicht mal standardmäßig so einen gammeligen Raum, also so ein gammeliges kleines Zimmer, wo sowieso nichts reinpasst, ne? Du hast einfach gar nichts. Du musst 100 Millionen Penya mindestens, oder F-Coin, ausgeben, um überhaupt das Housing-System dir angucken zu dürfen. Also ja, keine Ahnung. Not sure about that, homies. Also 100 Mio ist halt wild, weil 100 Mio ist echt nicht wenig Geld. Und dann ist das leer, dann brauchst du noch die ganzen Möbel, die musst du auch noch alle extra kaufen. Und die sind dann auch noch zeitbegrenzt, also not too sure about that. Ich denke, das wird sich nicht großer Beliebtheit erfreuen, dieses Update.
Also das Housing-System generell, denke ich, wird sich jetzt nicht allzu großer Beliebtheit erfreuen. Aber naja. Und jetzt noch die NPCs obendrauf. Das wäre quasi das ultimative Pay-to-Win-Bundle. Unlimited Pet Grace für einen Monat. Was insane krass ist. Davon profitiert man geistesgestört. Was Levelgeschwindigkeiten so angeht und Damage. Party-Scrolls, gut okay. Party-Scrolls sind nicht... Ja... Party-Scrolls sind nicht ganz so Pay-to-Win, aber sind schon auch ziemlich krass. Hat man schon auch viele Vorteile auf jeden Fall. Und... Ja, dann noch die NPCs. Da muss man noch theoretisch sagen, NPCs, Gilden-NPCs und Personal-NPCs theoretisch. Wenn man jetzt in der Gilde alleine wäre, wobei das nicht so viel Sinn macht, in der Gilde alleine zu sein, weil da kannst du unmöglich das Artefakt beschützen. Mit Partyrolle oder Rolle oder ohne? Also ich würde sagen mit. Also Partyrolle und Petfootback sind schon 11,5. Im Endeffekt müsste man einfach nur ausrechnen, was die NPCs noch kosten. Für 15 Tage, weil es ja preis-leistungstechnisch günstiger ist. Und dann halt mal 2 für einen Monat, also für 30 Tage dann. 18.680. Also saftige 150 €. Pi mal Daumen. Ja, ziemlich genau eigentlich, weil es ist ja noch Dollar zu Euro. Oder Euro zu Dollar, je nachdem. Naja, 150 €. Wenn wir jeden NPCs rauslassen. Damn. That's crazy. Das heißt, ein Pay-to-Win-Wahl gibt momentan für Flive Universe 150 € im Monat aus. Ganz schön günstig. Ich lade mal 200 auf. Also ein Pay-to-Win-Player, Pay-to-Play-Player, der sich alles gönnt, alle Vorteile aus dem Cash-Up, gibt momentan 150 € circa aus. Gegebenenfalls dann natürlich noch mehr für Protects und so ein Käse. Und andere Power-Ups. Das ist schon krass. Ich glaube, das ist halt auch irgendwie 10-mal teurer als Flive PC, ey, ehrlich gesagt. Flive PC konntest du halt nicht mal ansatzweise so viel Zeug kaufen, dass dir wirklich was gebracht hat. In Flive PC war es eigentlich immer so die Power-Ups, die es in Flive PC im Cash-Up gab. Das waren halt die absoluten Billow-Power-Ups, also halt literally Upcut Stone Refresher Hold. Also mittlerweile nicht mehr, mittlerweile gibt es auch ein paar neuere, soweit ich weiß. Aber die meiste Zeit, also so die ersten 15 Jahre von Flive, 14, 15 Jahre von Flive, also bis vor 2-3 Jahren, gab es halt literally nur die absoluten Drecks-Power-Ups, die du andauernd sehengebunden gratis bekommen hast oder halt auch von zig Tonnen Events. Also die musstest du halt garantiert nicht im Cash-Shop kaufen, weil es die einfach in-game gab und von anderen Spielern und so viel günstiger als im Cash-Shop. Party-Scrolls waren ultra günstig. Party-Scrolls, selbst die perfekten Party-Scrolls für den ganzen Monat haben dich nicht mal 30 € gekostet. Also nicht mal ansatzweise. Und da waren dann unlimited Punkte dabei, also dass deine Party niemals leer geht quasi. Und lauter solche Späßchen, die man auch easy hätte weglassen können, wodurch es dann nochmal wesentlich günstiger geworden wäre. Und ja, also da gab es echt wenig, wo du wirklich sagen konntest, das muss ich kaufen, weil wenn ich das nicht habe, dann habe ich so einen erheblichen Nachteil. Gab es da echt fast gar nichts. Also Flive PC war Free-to-Play-mäßig oder Low-Budget-mäßig echt etwas spielerfreundlicher als das jetzt. Ich meine, klar kann man sagen, man braucht jetzt nicht unbedingt alles. 5% Droprate gehen oder Personal NPC braucht man jetzt nicht unbedingt. Bei den gehenden NPCs FP und MP Reduction braucht man jetzt nicht unbedingt. Ich meine, klar kann man hier und da was weglassen. Aber naja, selbst wenn man nur die krassen Sachen nimmt, das ist auch schon ziemlich teuer. Du bist echt nett. Ich weiß, Boyd, das höre ich öfter. Das sagt man mir eigentlich jeden Tag. Seit ich angefangen habe, Flive zu spielen. Die Leute sagen, Flive hat mich noch netter gemacht. Die Leute sagen, Flive macht dich zu einem besseren Menschen. Habe ich gehört. Das erzählt man sich so. Genau mit der Einstellung habe ich auch jahrelang Metin 2 gespielt, bin aber mittlerweile clean. Glückwunsch. Da hast du wirklich den Teufel besiegt. Das ist noch anerkennungswürdiger, als sich von Heroin zu befreien. Wirklich. Geil. Was gab Nom Nom? Du bist von Metin 2 zu Flive Universe? Ja, passt doch.
Das ist wie wenn du von Heroin zu Coca-Cola wechselst. Eine viel unbedenklichere Sucht. Aber ja, beides vielleicht. Er reset und der Typ, der es von ihm dann kauft, der macht dann das, was ich gesagt habe. Junge! Oh mein Gott, ich bin hart stuck in der Wand, Alter. Komm nicht von der Wand los, GG. Endgegner, Wand. Level up. Ja, moin. Ja, moinsen.